Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 6 Break Irrsicht. Ich habe noch ungefähr 1,5 Stunden Zeit. Was soll ich machen? Ich halte inne und sie irritiert den Bären an. Mist, wie war nochmal sein Name? Ich habe ihn doch ständig im Kopf gehabt. Ich lege den Kopf schief und überlege einen Moment lang, doch es will mir einfach nicht mehr einfallen. Teddy, können wir noch was essen? Frage ich ihn beschämt und weiche seinen Blicken aus. Der Bär beginnt erneut zu lachen, richtet sich auf und reicht mir seine Pfote. Ich grinse über beide Ohren und stehe schwungvoll auf. Zeitnah schießt mir der altbekannte Schmerz in mein vernarbtes Bein und ich schwanke. Alarmiert stützt mich der weiße Riese. Mir war nur kurz schwindelig, erkläre ich schnell und setze ein nervöses Lächeln auf. Der Bär atmet erleichtert aus und geht mit mir an der Pfote voran. Übrigens, mein Name ist Beppo, ich bin Vize. Sashi ist der Schiffskoch, Penguin der Navigator, Trafalgar. Überfordert starre ich ihn von unten aus mit hellergroßen Augen an. Halt! Nicht so viel auf einmal! Unterbreche ich ihn, wild mit den Händen fuchteln und versuche mir alles einzuprägen. Erneut muss er lachen und dann betreten wir auch schon die Küche. Trafalgar heißt der Mann. Sashi steht mit dem Rücken zu uns und kocht bereits das Abendessen. Ich drücke Beppos Pfote ein wenig fester, umso näher wir ihm kommen. Er sieht aufmunternd zu mir runter und begrüßt dann den Rotschopf. Ja klar, die Kleine kann essen, wann sie will, grinst Sashi mir warm entgegen. Er stellt mir, Beppo und sich selbst nach ein paar Minuten Teller hin. Er und Beppo setzen sich wie beim Mittagessen an ihre Stammplätze. Ich zögere. Ich nehme erneut all meinen Mut zusammen, stelle mich entschlossen vor Sashi, atme erneut tief ein und verbeuge mich vor ihm. Danke für das Essen. Peinlich berührt lasse ich meinen Kopf gesenkt. Ich habe noch viel mehr gestottert. Wie unangenehm. Ich spüre die Hitze in meinen Wangen. Sashi und Beppo brechen nach einer längeren Pause in schallendes Gelächter aus und ersteres streicht mir über den Rücken. Kein Problem, Kleines, versichert er mir mit Lachtränen in den Augen, weswegen ich ihn nur lange verdutzt anstarren kann. Stolz und verlegen setze ich mich schließlich zwischen die beiden. Erneut schaffe ich nicht einmal die Hälfte von dem, was Sashi mir auf den Teller gepackt hat. Erzähl doch mal was von dir, fordert Sashi mich grinsend auf. Ja genau, kommt es urplötzlich von der Tür, und bevor ich auch nur ansatzweise nachschauen könnte, wer das war, sitze ich unterm Tisch. Ich höre 3 Leute lachen, worauf ich trotzig die Wangen mit Luft fülle. Diese blöden alten Säcke, motze ich gedanklich. Wie aus heiterem Himmel sitzen Sashi und Beppo auf der einen und Penguin auf der anderen Seite mit unterm Tisch. Erschrocken fahre ich hoch und stoße mir heute zum 2. Mal den Kopf. Am selben Tisch. Wieder lachen sie mich aus. Ich sehe sie traurig der Reihe nach an. Sie hören schlagartig auf und Sashi fragt, das letzte Mal hast du genauso reagiert. Was hast du denn? Er reicht mir die Hand und zusammen mit allen anderen komme ich, mir den Kopf haltend, aus meinem Versteck. Als ob sie mit dir spricht, belächelt Pinguin den Koch, woraufhin er von ihm einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt. Warum? Beginne ich mit einer leichten Röte im Gesicht. Penguin sieht mich aus großen Augen an, während Sashi ihn mit erhobener Nase schief anlächelt. Warum lacht ihr, wenn ich Schmerzen habe? Bringe ich meine Frage leise zu Ende. Die 3 sehen mich entgeistert an. Was? Bringt Pinguin nur hervor. Hör mal, Kleine, wir lachen nicht, weil du Schmerzen hast, beginnt Sashi mit einem Ausdruck, als würde er nach Worten suchen. Sondern über deine Reaktion, Gesichtsausdruck oder. Bringt Beppo seinen Satz zu Ende, legt dabei eine Pfote väterlich auf meinen Kopf. Ich nicke nachdenklich und mir fällt ein, dass ich früher, vor den Piraten, auch gelacht habe, wenn ich mich gestoßen habe. Nun muss ich breit grinsen und nicke die 3 wissend an. Erleichtert atmen sie aus. Ich hörte ihnen noch eine Weile beim Reden zu. Ah ja, Beppo, ich hab ganz vergessen, ich suche dich schon eine Ewigkeit. Du sollst zu Dan, der ist richtig sauer. Berichtet Pinguin den Bären ruhig mit vollen Wangen, hatte die Rolle des Mülleimers übernommen und meine Reste angefangen zu essen. Der Vize steht panisch auf. Wo ist denn der? Penguin steht, die Ruhe weg, ebenfalls auf und verlässt mit einem drängelnden Beppo die Küche. Ich sehe ihn verwirrt nach. Wohin geht Beppo? Sollte er nicht bei mir bleiben? Bekommt er jetzt Ärger? Ich sehe ihm eine Zeit lang nach, bevor mich eine Stimme wieder in die Gegenwart reißt. Die sind alle nett, unterbricht Sashi meine Gedanken und ich stecke kurz hoch. Er muss deswegen kichern. Wieso redest du plötzlich mit uns? Erkundigt er sich, als er sich beruhigt hat.
Ich brauche nicht lange, um eine Antwort zu finden. Ihr seid nicht so wie andere Piraten, antworte ich ehrlich. Sie erinnern mich an ihn, ein bisschen. Zumindest haben sie gemeint, dass sie mich beide gerettet haben. Ich weiß, dass das nicht alles sein kann, aber warum noch, weiß ich momentan selbst noch nicht. Ich sehe kurz auf die Uhr und mich trifft der Schlag. Oh Mist. Ich lasse mir nichts anmerken und meine ruhig mit einem gespielten Lächeln: Nachher helfe ich dir bei dem Abwasch. Sashi sieht mich freudig an. Das macht sonst nie jemand freiwillig. Sashi stutzt, bevor er hinzufügt: Und du auch nicht. Trotzdem danke. Ich fühle meine Wangen beleidigt mit Luft und drehe mich von ihm weg. Da fällt mir ein, ich wollte den Captain noch was fragen. Nuschelt Sashi gedankenvoll und verlässt die Küche. Ich sehe ihm verwirrt nach. Er reagiert nicht mal mehr auf mich, als ich ihn leise anspreche. Ich zucke mit den Schultern. Egal. Es ist besser, wenn er geht. Ich sehe mich um. Die Vorratskammer. Perfekt. Schnell sprinte ich hinein und sehe mich um. Ziemlich groß, wie eigentlich alles hier. Ich gehe bis hinten durch, damit man mich nicht zu schnell hört bzw. findet. Die Tür lässt sich nur von außen öffnen. Das ist aber kein... Meine Gedanken werden durch den plötzlichen Schmerz unterbrochen oder besser gesagt vollkommen vernichtet. Mein Herz setzt einen Schlag lang aus. Die Schmerzen lassen mich an nichts anderes als an sie denken und nichts anderes fühlen. Das Einzige, was in meinem Kopf ist: Es tut weh. Wann hört das auf? Ich schreie mir erneut die Seele aus dem Leib. Meine Beine kämpfen mit meinem Gewicht, versuche mich angestrengt aufrecht zu halten. Ich halte mich zitternd in einem Regal fest, um nicht zu fallen. Schwer atmend taumle ich nach hinten gegen eine Wand. Pulsierend breitet sich der Schmerz von meiner Narbe in mein ganzes Bein aus. Ich habe das Gefühl zu ersticken. Im Badezimmer oder früher in Ketten hatte ich nie die Möglichkeit, mein Leiden zu lindern. Ich möchte mir wie gewohnt meine Nägel in den Oberarm rammen, doch durch den dicken Pulli spüre ich nichts, kann mich nicht ablenken, den Schmerz verteilen. Meine Seele kämpft, mein Herz schreit, mein Körper weint, mein Atem ist unregelmäßig, mir wird schlecht und schwindelig. Meine Beine geben nach und ich stürze mit dem Kopf gegen das Regal. Ich wäre vermutlich ohnmächtig geworden, würden die Schmerzen mich nicht daran hindern. Fuck! Ich kremple die Ärmel ein kleines Stück hoch, damit ich den Pullover von Trafalgar nicht mit meinem Blut verfärbe, und taste nun mit der Hand an meine Stirn. Blut. Mein pulsierender Kopf sorgt vor Desorientierung und lässt mich meinen Schmerz für Sekunden vergessen. Doch kaum habe ich mich wieder gefunden, werden die Schmerzen in meinem Bein wieder real und unerträglich. Ich will nicht mehr. Ich will, dass es aufhört. In einem solchen Raum muss es doch irgendetwas geben, was mir helfen könnte. Vom Schmerz benebelt sehe ich zu einem der großen, schweren Regale auf, vor welchem ich liege, und trete mit meiner letzten verbliebenen Kraft unten gegen das Regal. Es schwankt bedrohlich und kippt schließlich wie in Zeitlupe auf mich zu. Für eine Sekunde kann ich aufhören zu weinen, kann wieder mein Gehirn benutzen, das sagt: Du willst doch gar nicht sterben. Als hätte mich ein Blitz der Vernunft getroffen, rolle ich mich so schnell ich kann zur Seite. Das Regal knallt auf meinen rechten Arm und ich höre ein ekelhaftes, böses Knacken. Ich reiße meine Augen auf und schreie ein letztes Mal so laut ich kann, bevor mich die gnädige und stille Dunkelheit einholt. Seine Sicht. Lord dreht das Wasser auf und stellt sich in die Dusche unter den warmen Strahl. Wenn Trafalgar etwas beschäftigt, geht er, wenn es möglich ist, gerne duschen oder baden, denn dort ist er ungestört, kann seine Gedanken ordnen und sich entspannen. Was war denn eben mit mir los? Die Kleine hat es geschafft, dass ich meine Maske fallen lassen, wenn auch nur für ein paar Sekunden. Sie hat so eine Art an sich, sie hat eine fröhliche, kindliche, naive, aber auch mysteriöse und interessante Ausstrahlung. Sie ist sehr höflich, naiv, denke ich mal, und auch schüchtern, offen, ängstlich, zärtlich und wirkt so zerbrechlich. Dieses Funkeln in ihren Augen, bei Beppo, diese Bewunderung für so unwichtige und kleine Dinge, oder wenn sie wie ein kleines Kind schmollt, ist irgendwie süß. Anscheinend hat sie irgendwas verstört. Sie ist so misstrauisch und still. Nur Beppo hat sie von Beginn an sich rangelassen. Lobbe bemerkt in seinen tiefen Gedanken nicht, dass er bereits 1 Stunde duscht. Das hatte er lange nicht mehr. Selten vergisst er die Zeit, bekommt seine Gedanken schnell sortiert. Ich habe bei ihren Schreien doch glatt vergessen, dass ich wütend war, dass ich sie fragen wollte wegen ihrer Vergangenheit. Ich finde schon heraus. Plötzlich hämmert es an seiner Tür. »Captain! Captain!« schreit eine ihm bekannte Stimme. Ohne sich richtig abzutrocknen, streift er sich eine Boxershorts über und reißt genervt die Tür auf. »Was?« brummt er mit zusammengepressten Zähnen. »Zieh dir was über und komm mit«, befiehlt ihm Sashi aufgebracht. »Wie bitte?« presst Law mit einer Wutader auf der Stirn zwischen seinen Zähnen hervor. »Die Kleine ist verletzt«, keift Sashi seinen Captain an. Sofort ist Laws Wut wie weggewischt und macht erneut Platz für Sorge.
Sie ist verletzt, wirkt wie ein Zauberspruch, der ihn alles andere vergessen lässt. Wie vorhin befohlen, greift er nach einer Jeans und einem Shirt mit V-Ausschnitt, welches rumliegt, um es sich in Rekordzeit überzuziehen. Nebenbei fragt er so desinteressiert wie möglich: Was ist mit ihr? Der Blick von Sashi verfinstert sich. Ich habe keine Ahnung. Vor ungefähr einer Stunde kam sie mit Beppo in die Küche. Wir haben uns unterhalten. Als Law fertig angezogen ist, machen sich die beiden joggend auf den Weg zur Küche, während Sashi weitererzählt. Die zwei anderen wollten zu Dan. Ich war kurz rausgegangen, wollte eigentlich zu dir, und als ich wiederkam, war sie weg. Ich habe sie eingeklemmt unter einem Regal in der Vorratskammer gefunden. Auch Trafalgars Blick verfinstert sich. Ich habe sie nur schwer rausbekommen, wollte sie aber nicht zu viel bewegen, erklärt der Koch weiter, erinnert sich an ihren Arm. Schnell kommen die beiden in der Küche an. Als sie die Tür aufstoßen und sich besorgt nach dem Zwerg umsehen, bemerken sie Penguin und Beppo im Raum. Penguin sitzt im Schneidersitz neben Beppo und hält die gesunde Hand der Kleinen, während er sie einfach nur besorgt und ratlos anschaut. Sie selbst liegt auf dem Schoß von Beppo, welcher ihr beruhigend über das Haar streicht und überfordert und hilflos aufsieht, als Law eintritt. Sie selbst scheint wieder aufgewacht zu sein und kratzt und rammt immer wieder mit ihren Nägeln über und oder in Penguins Arm. Schnell sind Sashi und Law ebenfalls an ihrer Seite. »Was macht ihr hier?« fragt Sashi die zwei, während Law das Mädchen besorgt mustert. Immer wieder unterdrückt sie Schreie, wenn er sie belastet. Scheint auch heiser zu sein. »Scheiße, ihr Arm ist wahrscheinlich gebrochen.« Vorsichtig bewegt Trafalgar ihren Arm. Gequält und mit zusammengebissenen Zähnen windet sie sich unter seinen Berührungen. »Ja, der Arm ist hin.« Fluchend rauft Law sich seine noch nassen Haare. »Wir haben sie schreien gehört und kamen zur Hilfe, aber wir konnten nicht viel machen oder mit ihr reden«, antwortet ihm Penguin besorgt. Mit einem Mal ist es totenstill und die Kleine regt sich nicht mehr. Abgesehen von Law ist in jedem Gesicht Schock, Besorgnis und Hilflosigkeit abgezeichnet. Schnell reagiert Trafalgar und dreht das Mädchen auf den Rücken, tastet nach ihrem Puls. Erleichtert atmet er aus. Sie ist nur bewusstlos. Schafft sie ins Krankenzimmer und diesmal bleibt immer jemand bei ihr, befiehlt er angesäuert, steht auf, sieht ein letztes Mal streng zu Beppo und macht sich dann auf den Weg ins Krankenzimmer. Die erste Schicht übernehme ich. Alle 2 Stunden wird gewechselt, bestimmt Law, als er das Krankenzimmer, gefolgt von dem Trio, betritt. Ei, ei, kommt es im Chor. Die Crew verlässt das Krankenzimmer wieder und lässt ihren Captain allein mit der Kleinen. Normalerweise überwacht der Bär die Werte bei einer Operation, doch Law ist noch immer nicht gut auf ihn anzusprechen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen betrachtet er das entspannte Gesicht der Jüngeren. Irgendetwas an ihr sorgt dafür, dass er sie beschützen möchte. »Was machst du nur?« fragt er sie in Gedanken sorgenvoll und streicht ihr eine verirrte Haarsträhne aus dem Gesicht. Er zieht sich Handschuhe über und beginnt mit der Untersuchung. Als er nach fast einer Stunde mit der Behandlung fertig ist, setzt er sich neben sie und wartet. Subkapitale Humerusfraktur. Ihr Oberarm ist sowas von hin.